Zugeschaltet ist Thomas Hoppe, Bundesvorsitzender der Jungen Unternehmer. Schönen guten Tag, Herr Hoppe. Guten Morgen. Also, wir sehen jetzt hier zwei unterschiedliche Gipfel, von denen ja alle Teilnehmer auch nur ein bisschen zufällig erfahren haben. Und beide finden ohne den Bundeswirtschaftsminister Habeck statt. Welches Signal gibt Ihnen das? Generell finde ich es gut, dass wir jetzt zwei Gipfel haben, denn der Kanzler hat ja nur die Industrie eingeladen, die ungefähr ein Drittel der Wirtschaft ausmacht. Ich finde es immer sehr wichtig, dass auch der Finanzminister heute nochmal das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, den Mittelstand eingeladen hat und auch nochmal die wichtigen 80%, 70% der Unternehmen hier in Deutschland mit berücksichtigt. Komisch ist auf jeden Fall, dass der Wirtschaftsminister, der eigentlich ja für das Thema zuständig wäre, hier nicht eingeladen ist oder nicht einen eigenen Gipfel aufgebaut hat. Eigentlich zeigt das wieder die Uneinigkeit in der Regierung. Der Kanzler macht etwas, der Finanzminister macht etwas. Hier wäre es schön, wenn man gemeinsam mit einer Sprache sprechen würde gegenüber der Wirtschaft, was leider nicht der Fall ist. Ist das nicht eigentlich auch genau das, was die Wirtschaft braucht? Klare Impulse der Sicherheit und der Verlässlichkeit einer Bundesregierung. Genau das Gegenteil ist ja gerade der Fall. Leider ja. Wir haben bei uns im Verband eine Umfrage gemacht und knapp 50% der Unternehmen investieren nicht mehr in Deutschland, weil einfach die verlässliche Politik nicht mehr vorhanden ist, wir eine überbordende Bürokratie haben und die Unternehmer nicht mehr an Deutschland glauben aktuell. Auch gerade, wenn man sich die Politik anschaut, man kann ja nicht mehr vertrauen, was morgen für Entscheidungen getroffen werden, die wahrscheinlich dann wieder über den Haufen geworfen werden. Wir brauchen eine Verlässlichkeit und einen klaren Fokus, damit die Wirtschaft wieder vorangeht. Nun hat Kanzler Olaf Scholz ja auch schon gesagt, nee, das war jetzt nicht der letzte Gipfel. Das ist erst der Auftakt zu einer ganzen Gesprächsreihe. Man fragt sich schon auch, warum muss die ganze Zeit immer wieder geredet werden? Warum wird nicht endlich gehandelt? Meines Erachtens nach haben die meisten Wirtschaftsvertreter eigentlich längst formuliert, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das seit längerer Zeit. Wir diskutieren seit einem Jahr, 2 Jahren immer wieder über die gleichen Themen. Das geht nicht voran. Auch beim BDA vergangene Woche wurde klar gesagt, welche Themen wir brauchen, wie umgesetzt werden kann und wie wir die Wirtschaft wieder voranbringen. Und gefühlt passiert nichts. Und eigentlich muss der Wirtschaft, wir haben einige Forderungen aufgestellt. Wie gesagt, Entbürokratisierung, endlich die richtigen Impulse setzen. Wir brauchen keine weiteren Steuermilliarden, keine weiteren Subventionen. Wir müssen endlich mal auf die Wirtschaft hören und dann kommen wir wieder voran. Denn sonst wandert der gesamte Mittelstand ab und dann haben wir richtige Probleme. Und noch ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl. Hier wäre auch ein toller Impuls zu sagen, liebe Politik, kriegt ihr das jetzt hin? Oder wenn nicht, dann wären Neuwahlen auf jeden Fall der richtige Schritt. Ja, da wollte ich auch noch mal drauf zurückkommen. Würde sich die Wirtschaft vielleicht eher wünschen, dass das Ampelbündnis jetzt auch mal sagt, nee, das reicht jetzt. Wir können hier keine Sicherheit mehr für deutsche Unternehmen gewährleisten, auch untereinander keine Kompromisse mehr finden. Wir canceln das Ganze, Neuwahlen, oder sagt man da auch lieber, nee, das ist dann auch tatsächlich ein zu unsicheres Szenario. Das soll die dann doch noch mal bis zum Ende zu Ende bringen. Also die Frage, ob wir ein weiteres verschenktes Jahr haben oder jetzt aktiv ins Handeln kommen. Ich wäre dafür entweder aktives Handeln und die Regierung bekommt jetzt wirklich die Maßnahmen auf die Strecke oder sinnvollerweise wirklich entsprechende Neuwahlen, weil sonst die Wirtschaft wirklich den Bach runtergeht. Wir haben im Verband viele Gespräche geführt mit Unternehmern, die komplett ausgewandert sind, die auch die See hier gestrichen haben, gesagt, wir haben kein Interesse mehr an Deutschland. Und das ist echt traurig, denn ich als Unternehmer stehe zu Deutschland, ich glaube an Deutschland, aber dafür brauchen wir dringend und kurzfristige Strukturmaßnahmen, um wirklich die richtigen Impulse zu setzen und die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Aber ehrlicherweise, wenn jetzt jeder seinen eigenen Gipfel machen, dann wollen sie noch diskutieren und nochmal diskutieren. Ich glaube nicht, dass hier in diesem Jahr noch sinnvolle Impulse für die Wirtschaft kommen. Schön wäre es auf jeden Fall. Thomas Hoppe, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Bis bald.